Moin Leute, ich möchte euch heute gerne Sommerdüfte vorstellen, die man meiner Meinung nach auch richtig gut im Winter tragen kann. Es muss nicht immer schwer, süß und pudrig sein, sondern ich persönlich finde es auch toll, wenn es draußen richtig kalt ist und man dann eine erfrischende, belebende Duftaura um sich hat. Ja, und wir starten am besten direkt mit dem ersten Kandidaten mit Montabacco Verano von der Marke Ormond Jane. Diesen Duft habe ich mittlerweile auch schon öfter vorgestellt. Es ist einer meiner absoluten Sommerfavoriten. Wir haben hier wirklich richtig viel Isoe Super enthalten. Und das muss man mögen, sonst wird es tendenziell wirklich schwierig. Der Start ist richtig schön frisch und zitrisch, da wir hier diverse frische Duftnoten haben. Dann haben wir zu ganz viel Isoe Super auch noch ein bisschen Wacholder. Das heißt, wir haben auch so leichte Gin Tonic Vibes. Und dann kommt das Besondere, der Duftverlauf. Denn im Dry Down bekommt man so eine leichte Tabak- und Ledernote. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne jetzt nicht viele frische Sommerdüfte, ja, in denen eben noch Tabak und Leder enthalten ist. Es ist also schon eine recht außergewöhnliche DNA und ich sag's auch hier nochmal, ihr müsst Isoe Super mögen, sonst wird's wirklich schwierig mit Montabacco Verano. Ja, die Haltbarkeit ist super, 10, 12 Stunden plus, also auf meiner Haut hält dieser Duft ewig. Ihr habt eine richtig tolle Duftaura um euch herum. Das liegt natürlich auch unter anderem an der hohen Konzentration an Isoe Super. Ja, es ist ein ganz toller Duft, den man meiner Meinung nach 365 Tage im Jahr tragen kann, aber vor allem auch richtig gut im Winter. Weiter geht es mit einem ganz wundervollen und eher unbekannten frischen Duft, nämlich mit Gin Mandarin Musk von der französischen Marke Bon Parfumeur. Und da kann ich euch den Tipp geben, den müsst ihr euch wirklich mal merken für den kommenden Sommer. Es ist für mich ein richtig toller, authentischer Mandarinenduft. Ich bin da ehrlich, ich habe noch nicht viele Düfte gerochen, ja, die mit so einer authentischen Mandarinennote arbeiten. Und wir haben dazu richtig viel Wacholder, also Gin Tonic Vibes. Für mich ist das gefühlt eine Kombination aus Afternoon Swim von Louis Vuitton und von MFKs Gentle Fluidity Silver. Ja, wir haben nämlich diese Mandarinennote, diese belebende Frische, die wir eben auch aus Afternoon Swim kennen. Dann haben wir aber eben auch die Gin Tonic Vibes aus dem MFK Duft. Ist einfach eine ganz tolle Kombination. Für mich fliegt dieser Duft auch wirklich unter dem Radar. Wie ich eingangs schon meinte, den müsst ihr euch unbedingt mal für den kommenden Sommer merken. Durch diesen Duft habe ich eine tolle, kühlende, belebende Duftaura um mich herum. Und ich finde das auch im Winter richtig toll. Die 30 ml, die ihr hier seht, kosten so circa 30 bis 35 Euro. Da gibt es auch noch die 100 ml. Ich glaube, die kriegt man teilweise schon für um die 80 Euro. Also es ist ein preislich wirklich sehr attraktiver Duft. Ihr bekommt eine tolle Qualität. Die Haltbarkeit ist mit 7 bis 8 Stunden ausreichend, also kann man nichts kritisieren. Ein wirklich toller Duft. Ich kann euch diesen Duft wirklich empfehlen. Weiter geht es mit Rosso Pompeii von der Marke Tiziana Terenzi. Ja, für mich ein richtig toller Sommerduft, den man aber auch bestens im Winter tragen kann. Ich kann auch schon mal verraten, die Haltbarkeit ist super, einer der stärksten Sommerdüfte, die ich kenne. Ich komme hier immer so auf 10, 12 Stunden plus, also ihr kommt da ohne Probleme durch einen langen, langen Arbeitstag. Der Duft ist sehr frisch, da wir diverse zitrische Duftnoten haben. Dann haben wir eine Besonderheit, nämlich die Amalfi-Traube. Dadurch haben wir auch eine fruchtige Duftnote, die aber eben auch für so eine minzige, mentholige Aura sorgt. Das finde ich richtig toll. Im Herzen bekommen wir noch diverse blumige Noten, also es gibt auch so einen leichten floralen Einschlag. Und der Dry Down wird dann richtig schön holzig, vor allem richtig schön weich. Hier haben wir nämlich Zedern und Sandelholz. Es gibt ja einige, die diese Synthetik hier in Rosso Pompeii nicht mögen. Mich stört es überhaupt nicht. Ich finde es einen ganz wundervollen Duft. Und die Aura passt auch richtig gut in den Winter. Probiert es wirklich mal aus. Wir haben hier frische, zitrische Duftnoten, aber auch diese tolle, fruchtige Note durch die Amalfi-Traube. Dann haben wir auch den leicht floralen Einschlag und den richtig tollen, weichen, holzigen Dry-Down. Also ein richtig toller Duft. Ja, und zu guter Letzt kommen wir jetzt zu Kobe von der Nischenmarke Xerjoff. Und Kobe ist tatsächlich auch noch bis heute einer meiner Lieblingsdüfte dieser Marke. Der Start ist wirklich sehr frisch und zitrisch. Also das geht schon wirklich in eine sehr belebende, frische Richtung.
Aber auch da nehme ich schon eine rauchige Note wahr, die übrigens den ganzen Duftverlauf über bestehen bleibt. Und das macht den Duft auch wirklich interessant, vor allem auch maskulin, aber dadurch meiner Meinung nach auch richtig gut zu allen anderen Jahreszeiten tragbar. Im weiteren Duftverlauf kommt dann auch immer mehr der Main-Player heraus, nämlich die Neroli-Note. Es ist also ein Neroli-lastiger Duft, das müsst ihr wissen, aber vor allem auch mögen. Neben der Neroli-Note nehme ich auch eine richtig tolle, weiche, angenehme Orangenblüte mit. Die schwingt immer so im Hintergrund mit, finde ich richtig toll. Und der Dry-Down wird dann richtig schön weich, ja fast schon leicht cremig. Hier haben wir zum Beispiel Styrax und die Tonkabohne. Ja, es ist also nicht nur ein frischer, zitrischer Duft, sondern eben auch leicht rauchig, Neroli-lastig und richtig toll durch die Orangenblüte. Die Haltbarkeit ist für so eine Duft-DNA richtig gut. Ich komme hier immer auf 10 Stunden plus. Die Sillage ist vor allem so in den ersten 3-4 Stunden auf meiner Haut auch richtig intensiv. Also ein richtig toller Duft und wie ich eingangs schon sagte, tatsächlich auch bis heute noch einer meiner Lieblingsdüfte dieser Marke. Dann bin ich jetzt auch am Ende angekommen und ich wollte einfach mit dem Video auch nochmal so ein bisschen Abwechslung in die, ja, dann doch typischen Winter-Reviews mit reinbringen. Da geht es ja auch primär eben immer um süße, schwere und pudrige Düfte. Natürlich auch zu Recht. Aber ich finde eben auch, dass man frischere Düfte richtig gut im Winter tragen kann. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann drücke doch gerne den Daumen hoch Button und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann kannst du das natürlich gerne tun. Du unterstützt mich und meinen Kanal damit. Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank und dann sage ich auch danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.